Willkommen in der Slowakei. Ja, genau vor einem Jahr waren wir an derselben Stelle und mussten halt umdrehen, weil wir nicht das richtige Equipment mit hatten. Jetzt geht es auch über in so einen Klettersteig und wird nochmal eine Nummer steiler, aber diesmal sind wir ein bisschen besser ausgerüstet. Ja. Wetter ist ähnlich, letztes Mal war es genauso wolkig. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, zieht das noch frei, weil eigentlich war so angesagt, dass gegen Mittag das nochmal wolkenfrei wird. Hoffen wir mal. Hoffen wir, ja. Es ist noch Vormittag, wir sind recht früh gestartet, weil ich glaube 5, 6 irgendwann soll es zuziehen und anfangen zu regnen. Deswegen, da wollen wir wieder unten sein. Auf jeden Fall, ja. Und ja, mal gucken, wir sind gespannt jetzt. Jetzt wieder sind jetzt noch 150 Höhenmeter, da haben wir letztes Mal abgebrochen. Ziehen wir uns jetzt mal Gurte an und dann geht's weiter. Ja. Oh, hätten wir das gewusst, hier gibt es ja auch eine Seilbahn. Ja, hier fährt ja auch eine Seilbahn hoch. Also von einer Zwischenstufe kann man dann mit einer Seilbahn hier hochfahren und auch wieder runter. Aber da hat man nur eine bestimmte Zeit hier oben auf der Plattform und dann kommt eine Durchsage, dass man dann wieder runterfahren muss. Der Regen scheint früher zu kommen als angesagt. Wir gehen jetzt auf den gleichen Weg, den wir vorhin raufgegangen sind, gehen wir wieder runter. Eigentlich wollten wir einen anderen Weg lang gehen, aber da war schwer einzuschätzen, wie schwierig der noch wird. Also wir haben für das erste Achtel oder so, haben wir glaube ich eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und wäre der jetzt so gewesen, hätten wir das halt vor dem Regen nicht mehr geschafft. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, gehen wir den Weg wieder runter, den wir raufgekommen sind. Den kennen wir. Den kennen wir schon, da sind wir uns sicher. Und es fing eben halt auch schon an zu regnen, ich habe schon ein paar Tropfen abbekommen. Ja, so siehst du auch aus. Ja, du auch. Echt? Ja. Wir cheaten jetzt etwas, denn wir nehmen die Abkürzung. Wir haben uns für die Seilbahn entschieden, weil wir sind schon mitten in der Regenwolke. Das ist schon alles ganz klamm. Ich glaube, wir waren noch die Letzten. Wir hatten schon Angst, dass sie diesen Seilbahnbetrieb eingestellt hatten. Ja, am Wochenende ist hier eine richtige Wanderautobahn auf den Wanderwegen. Das ist schon voll. Wir sind jetzt etwa 40 Kilometer südöstlich von der Hohen Tatra und hier ist so ein kleines Klettergebiet, das wir gefunden haben. Und direkt um die Ecke ist auch eine alte Burg, die man besichtigen kann. Ist eine sehr schöne Gegend hier. Achtung, Seil!
Pause. Andrea packt schon zusammen. Ich habe ja die Hoffnung, dass es gleich vorbei ist und wir weiterklettern können. Dass es nur ein kurzer Schauer ist. Aber da hinten gewittert es, blitzt und donnert, also... Nur weil man die hohe Tatra nicht mehr sehen kann, heißt das nicht, dass das ein Unwetter ist. Ja, wir haben uns jetzt doch auf den Rückweg gemacht. Der Regen hat gewonnen. Ich bin gerade schon einmal in einen Dornbusch gerutscht. Wir sind mal wieder im slowakischen Paradies. Also hier ist wirklich wunderschön. Wir wollten eigentlich auch wandern gehen, aber es ist gerade so für 2 bis 3 Tage ist Dauerregen angesagt. Und das werden wir jetzt erstmal abwarten, ein bisschen einkaufen noch fahren und dann warten, bis schöneres Wetter ist. Weil hier gibt es halt richtig tolle Wanderwege, die so im Flussbett lang führen. Und da muss man so an Leitern lang kraxeln und sowas. Und wenn das alles jetzt dauernd regnet und nass ist, ist das ein bisschen, ja, ist nicht schön und außerdem auch gefährlich mit diesen Holzleitern, dass man da ausrutscht. Und deswegen warten wir ab. Wir haben ja Zeit. Slovenský Rej oder auch das slowakische Paradies ist ein Nationalpark mit einer Größe von etwa 200 Quadratkilometern. Es gibt hier viele Wanderwege mit einer Gesamtlänge von etwa 300 Kilometern und auch zahlreiche Schluchten und Wasserfälle. Außerdem kann man hier auf Bären und Wölfe treffen. Ja, wir sind hier noch im slowakischen Paradies und gestern waren wir bei Pila wandern und da ist eine ganz tolle Wanderroute durch so ein Flussbett und mit so vielen Leitern, die man dann hochsteigen muss. Es war alles noch ein bisschen feucht vom Regen, aber es war wunderschön. Viele Wanderrouten, die man kombinieren kann und es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben auch noch ein paar andere getroffen, mit denen wir dann zusammen wandern waren. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Hat Spaß gemacht. Also wir hatten da auch einen super Stellplatz. Ja. Den mussten wir dann, also wir standen da 2 Tage an dem Platz, mussten den dann aber abends verlassen, weil da kam halt so ein Typ so in ganz Camouflage gekleidet und meinte, dass wir da halt nicht stehen dürfen. Und ja, haben wir auch nicht diskutiert, sind dann halt weggefahren, weil wir waren ja schon mal hier in der Region und kennen halt auch so ein paar Plätze und sind dann zu so einem Platz gefahren. Da war jetzt relativ viel los, also war eh schon dunkel, haben nichts mehr gesehen und daher ist es eh egal. Aber der Platz an sich ist sehr schön, man guckt so auf so einen See und ja, dann sind wir heute Morgen gleich weiter nach dem Frühstück. Hier ist ein kleiner Kletterfelsen, ja. Da sind wir nämlich vorbeigewandert. Ist jetzt nicht keine großen Routen, hier sind so ein paar 4er, 5er, 6er Routen, auch nicht groß, ich glaube 4, 5 Routen. Ja, denke ich mal. Aber das haben wir letztes Jahr schon gesehen und sind hier eigentlich nur so vorbeigelaufen beim Wandern und da dachten wir, da fahren wir einfach mal her und klettern hier mal eine Runde. Genau, und da eh auf dem Weg liegt, haben wir gedacht, lohnt sich das. Genau. Und wir wollen jetzt demnächst halt weiterfahren. Eigentlich wollten wir in die Karpaten. Das Ganze wird jetzt wieder nichts, weil Ungarn vor ein paar Tagen die Grenzen zugemacht hat. Und jetzt wollen wir so ein bisschen Richtung Südwesten fahren und wahrscheinlich so durch Österreich, dann Italien und dann vielleicht nochmal in die Dolomiten. So jetzt erstmal der Plan, wenn das klappt. Mal gucken. Wir sind jetzt so ziemlich in der Mitte der Slowakei und das hier sind die Ausläufer der Westkarpaten. Und das hier ist das wunderschöne Vogelgebirge. Ja, das ist ein Mittelgebirge und hier gibt es zahlreiche Klettermöglichkeiten. Ja, wir wechseln mal wieder Räder, hatten schon wieder einen Platten jetzt und wir haben jetzt noch einen Ersatzschlauch dabei. Und damit wir halt wieder ein Ersatzrad haben, ziehen wir jetzt den neuen Schlauch rein.
Ich habe so das Gefühl, da hat jemand keinen Bock mehr auf Räderwechseln. Dann möchtest du jetzt deine Radwechselkompetenz wieder etwas stärken? Ja, wenn wir zurück sind, dann mache ich auf jeden Fall eine Reifenbude auf. Warte, warte. Ja, ich glaube, den kann man nicht mehr reparieren. So, wir gucken jetzt mal, ob der Reifen in Ordnung ist. Also was ich gerade schon mal gefunden habe, ist hier so ein kleines Steinchen, was ich da rausgeholt habe. Das ist natürlich blöd, wenn der Schlauch dagegen drückt und da sind ja immerhin 5 Bar drauf, dann kann das natürlich sein, dass da ein Loch reingepiekt wird. Der ist auch ziemlich scharfkantig. Ja, also hier sind echt viele kleine so Steinchen drin. Also wahrscheinlich nicht ordentlich sauber gemacht, bevor sie den Schlauch eingezogen haben. Und da ist natürlich kein Wunder, dass uns hier dauernd Platten haben und die Schläuche kaputt gehen. Wir machen das jetzt vernünftig sauber und dann ziehen wir den neuen Schlauch ein. Ja, der Reifenwechsel hat ja super geklappt oder der Schlauchwechsel und wir standen hier jetzt 2 Tage an diesem wunderschönen Platz am Fluss. Ist total ruhig bis auf ja, das Rauschen des Flusses. Aber jetzt wollen wir trotzdem weiter, erstmal in Richtung Bratislava und dann weiter in Richtung österreichische Grenze. Aufgrund der anhaltenden Wärme verzichten wir dann doch darauf, uns die Innenstadt von Bratislava anzusehen und bleiben am Stadtrand an einem Bade- und Wakeboardsee.